Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger der Modular Hipback 3. Tasmanian Tiger hat ja verschiedene Hipbacks, Wastepacks, Lumberpacks, wie man sie auch immer nennen mag, im Angebot. Allerdings noch keinen so großen wie den Modular Hipback 3. Hier sieht man auch schon ganz klar, das ist schon wirklich was man eher hinten trägt, wenn man ihn solo trägt und nicht vorne, wie man das auch bei einer normalen Hüfttasche tun kann. Der ist wirklich dafür ausgelegt, von der Größe her schön auf den Hüften und hinten getragen zu werden. Und genau dann, wenn ich sage, okay, selbst der kleinste Rucksack von TT ist mir noch zu groß. Ich brauche wirklich nur ein paar Utensilien mit dabei, die ich aber nicht in die Hosentasche bekomme. Und genau dafür ist der Hipback 3 perfekt. Wir haben hier von den Dimensionen her 27 cm in der Breite, 22 cm in der Höhe und 8 cm in der Tiefe. Verwendet wird hier 700D Cordura und das T-Square Rib im Innenbereich. Das System ist ein zweiteiliges System, das heißt, ihr habt hier einmal den Warrior Belt, den ihr auch solo verwenden könnt, und den Hipback, dazu kommen wir dann gleich zu sprechen. Und dann können wir jetzt direkt mal mit den Features einsteigen. Ihr habt hier auf der Front Laser Cut Molle, 4 Reihen, um hier auch noch Modulartaschen anbringen zu können. Die oberen beiden Reihen sind hier auch nochmal mit Klett ausgeführt. Das heißt, hier könnte ich auch noch ohne weiteres ein Patch anbringen. Rechts und links davon verläuft in der vertikalen Daisy Chain, wo ihr hier auch mit Shockcord arbeiten könnt. Natürlich, TT hat da für euch auch alles schon mit dabei. Das heißt, ihr braucht nicht extra noch Shockcord organisieren, sondern das habt ihr hier im Lieferumfang enthalten. Hoffentlich finde ich das nachher wieder. Ebenfalls mit dabei sind noch 2 kleine Straps, wo ich dann auch noch mal befestigen kann, um noch mal zusätzlich irgendwo was anzubringen. Diese Straps finden sich bereits hier auch auf der Unterseite, sind abnehmbar. Da könnte ich zum Beispiel ohne weiteres hier, wie ihr sehen könnt, eine Windjacke oder eine Regenjacke anbringen, wenn die Tasche denn schon vollgepackt ist. An den Seiten habt ihr jeweils 2 Reihen Molle zur Verfügung. Hier würde man zum Beispiel ein Multitool oder eine Bottle Pouch unterbringen, wobei eine Bottle Pouch könnte man natürlich auch hier, wenn man diesen breiten Hüftgurt hat, auch an dem Hüftgurt selbst nochmal unterbringen. Das liegt ganz bei euch. Zum Tragen habe ich oben nochmal 2 Griffe und zur Kompression habe ich hier im oberen Bereich 2 Fastex-Verschlüsse, die hier in dem Fall jetzt am Warrior Belt befestigt sind. Kann man aber auch an der Tasche selbst befestigen, um eben dann, wenn der Warrior Belt nicht eingesetzt wird, das Ganze zu komprimieren. Die Tasche hat auch noch jede Menge andere Punkte, wo ich fixieren kann, wo ich mitarbeiten kann, um eben auch andere Tragemöglichkeiten zu realisieren. Auch Molle ist vorhanden, das zeige ich euch aber dann, wenn wir den Gürtel einmal abgeschlauft haben. Wir wollen jetzt erst einmal über die Tasche selbst gehen. Auf der Front habt ihr hier einen YKK-Zipper mit einem großen Fach. Hier hat man auch einen schönen oberen Bereich. Sowas liebe ich immer, weil man dann auch wirklich nochmal ein Knicklicht oder sowas oben reinschieben kann. Das bietet hier genügend Platz für die Ausrüstung, die man so mit sich führt. Hier könnte man zum Beispiel auch eine Pfeife außen an der Daisy Chain befestigen und dann nach innen führen. Und im Innenbereich habt ihr an Organisation Molle Klett. Sieht man hier auch ganz schön rausgucken. Und das ist natürlich ideal, wenn ihr Klett-Organizer habt, könnt ihr die hier anbringen oder eben auch Molle-Taschen. Vom Stauraum würde ich sagen 2 bis 3 cm Tiefe, also auch nicht die schmälste Tasche. Ihr habt es ja eben auch bei den Gegenständen gesehen, da kriegt man schon auch etwas dickere Gegenstände hinein. Gehen wir einmal ins Hauptfach. Das wird mit 2 YKK-Zippern verschlossen. Die machen wir jetzt einmal auf. Das geht auch gut zu bedienen, wenn die Kompressionsriemen zu sind. Ich mache jetzt aber einfach mal das auf, damit wir auch hier komplett die Tasche öffnen können. Und hier habt ihr wirklich genügend Stauraum, um noch viel mehr Gegenstände unterzubringen. Wie ihr sehen könnt, das ist jetzt erstmal alles, was ich hier lose in der Mitte abgelegt habe. Also unendlich viele Gegenstände. Und jetzt können wir einmal einen Blick in die Tasche hineinwerfen. Auch hier hat man wieder Molle Klett auf der Rückwand verbaut. Da übrigens auch ein schönes Anwendungsbeispiel, dass man eben nicht unbedingt einen Organizer braucht oder auch eine Kletttasche oder eine Molle-Tasche, sondern dass man auch wirklich die Molle-Schlaufen nehmen kann, um zum Beispiel Stifte oder einen Feuerstarter oder Knicklichter oder sonst irgendwas direkt reinzustecken. Also auch das ist durchaus möglich.
Auf der Frontseite habt ihr die tollen neuen Wabentaschen, die Tasmanian Tiger jetzt seit einiger Zeit einsetzt. Ist eine Klarsichttasche, wo ich direkt den Inhalt erkennen kann. Verschlossen mit einem YKK-Zipper. Perfekt für flache Gegenstände, die man da unterbringen kann. Und auf dieser Tasche sind nochmal elastische Schlaufen untergebracht. In der Zahl sind es 4 Stück in verschiedenen Breiten. Das heißt, hier könnt ihr dann auch nochmal Gegenstände fixieren, um eben Ordnung und System in der Tasche zu haben. Ich habe jetzt einmal für euch den Warrior Belt und die Pouch getrennt. Betrachten wir uns erstmal kurz den Warrior Belt im Detail. Der ist natürlich hier an den Flügeln ordentlich mit Mesh gepolstert. Ihr habt hier durchgängig Molle, also auch da, wenn ihr den ausgebaut hättet, könnt ihr hier das Ganze auch vollständig nutzen. Das Einzige, was euch flöten geht, in Anführungszeichen, ist natürlich der gepolsterte Bereich hier in der Mitte. Der ist nämlich fix an der Hip Pouch verbaut. Hier sieht man jetzt auch schön, dass hier nochmal Haltepunkte vorhanden sind. Das heißt, das ganze System lässt sich auch super mit irgendwelchen Tragesätzen kombinieren, um eben dann auch nochmal die Lastenübertragung auf die Schultern nochmal umlegen zu können bei Bedarf. Und man hat dem Gurt hier auch ein Pull-Forward-System verpasst. Das heißt, wenn ich den anlege, habe ich es ganz einfach, das Ganze festzuziehen, indem ich nur beherzt nach vorne ziehe, um das Ganze dann zu verschließen. Hier werden jetzt auch die Kompressionsriemen noch dran von der eigentlichen Tasche. Die sind hier mit diesen Verschlüssen, die der Martin nie aufkriegt, weil er, na doch, es geht. Die kann man natürlich einmal hier komplett entnehmen und dann auch entsprechend an der Tasche hier verbauen. Ich versorge mal ganz kurz die Pfeife, dass die mal aus dem Weg ist. Also die Pfeife hier, nicht die Pfeife, die das hier moderiert. So. Ja, und da hätte ich jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Kompressionsriemen natürlich auch hier im Lasercut-Molle zu befestigen oder eben auch ganz nach hinten zu gehen und das hier irgendwo mit rein zu tüdeln, wenn ich das denn bräuchte. So, hier seht ihr die Rückseite. Da habt ihr einmal der Teil, der hinten euch auch den Komfort bietet. Hier hat man auf dem Mesh auch nochmal gummierte Bereiche angebracht. Das ist extrem praktisch, wenn ihr den Waistpack zum Beispiel über einer Jacke tragt, damit das Ganze nicht so leicht rutscht. Also das ist wirklich so eine Bremse, die hier mit eingebaut ist. Und dann seht ihr auch rechts und links daneben Laminat mit Lasercut-Molle, um zum Beispiel auch die Tasche auf einem Molle-Rucksack einfach als Zubehörtasche vorne oder innen rein zu bauen. Unten sind hier auch nochmal D-Ringe vorhanden, um hier das Ganze auch nochmal zu sichern. Und unter dem Tragegriff, hier sind auch nochmal 2 Schlaufen. Also da könnte man zum Beispiel auch mit dem Harness-System arbeiten von Tasmanian Tiger. Da hat man auch hier unten nochmal Schlaufen. Also es sind auf jeden Fall genügend Möglichkeiten geboten, um hier zu arbeiten und die Tasche ganz modular, wie der Name es schon sagt, einsetzen zu können. Kommen wir zum Fazit. Die TT Modular Hip Back 3 sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch noch durchaus funktionell. Unserer Meinung nach kann man hier mit einem 5-Liter-System wirklich noch mal viel rausholen. Also 5 Liter, wenn man das so hört, denkt sich, das ist gar nicht so viel. Aber tatsächlich bietet das Ding hier wirklich schon sehr viel Platz und eben auch noch die Möglichkeit, durch den Warrior Belt eben mit Trinkflaschentaschen sich ein ausgewachsenes Setup zu bauen, was einen Rucksack komplett überflüssig macht. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt trotzdem einen Rucksack einsetzen und habt vielleicht auch gerade einen, der jetzt nicht unbedingt einen Hüftgurt erfordert oder keine Lastenübertragung zur Hüfte erfordert, wäre das die ideale Kombination, um eben einfach dann schnell und leicht hier das Wichtigste am Mann zu haben, gerade vielleicht beim Bushcraften, Survival Gear, Messer und was zu trinken hier am Gürtel und im Rucksack eben ein ganz minimalistisches Schlafsetup, was leicht ist, habt ihr die ideale Kombination. Unserer Meinung nach auf jeden Fall ein cooles Produkt. Ihr bekommt den TT Modular Hip Back 3 überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dieser Größe? Zu groß, zu klein, zu schwer, zu leicht? Vielleicht habt ihr schon eure Erfahrungen gemacht. Schreibt uns mal in die Kommentare, würde uns echt interessieren. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.